Willkommen bei der Fahrschule. Mein Name ist Soran, ich bin der Fahrlehrer und dein Coach. Wir befinden uns hier in der Leistungsstufe und es geht in diesem Video um das mehrspurige Abbiegen und vor allem um die Richtungspfeile auf dem Boden, Vorwegweiser und andere Verkehrszeichen, die dir zeigen, wo du abbiegen darfst und wo du nicht abbiegen darfst. Ja, es gibt verschiedene Meinungen über die Richtungspfeile auf dem Boden. Und zwar sagen die einen, das sind nur Empfehlungen und die anderen sagen, nein, das sind vorgeschriebene Fahrtrichtungen, die man fahren muss. Das werden wir hier in diesem Video klären. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Auf geht's! Sind die Richtungspfeile auf dem Boden jetzt nur Empfehlungen oder sind es vorgeschriebene Fahrtrichtungen, in die man fahren muss? Das werden wir hier in diesem Video klären. Im Paragraph 41, Verkehrszeichen 297 steht, wer ein Fahrzeug führt, muss der Fahrtrichtung auf der folgenden Kreuzung oder Einmündung folgen, wenn zwischen den Pfeilen Leitlinien oder Fahrstreifenbegrenzungen markiert sind. Und laut einem Gerichtsurteil vom 11. Februar 2014, die zwischen den Leitlinien befindlichen Pfeile geben mit hinreichender Klarheit die Fahrtrichtung vor. Es handelt sich nicht um bloße Fahrempfehlungen, sondern um verbindliche Fahrtrichtungsgebote. Damit ist ja schon alles klar. Die Pfeile auf der Fahrbahn zeigen dir, wohin du an dieser nächsten Kreuzung oder Einmündung fahren darfst. Jetzt kann es sein, dass es auf einem Fahrstreifen von mehreren Fahrstreifen die Richtungspfeile nicht gibt. Dann ist aber sowas sicherlich nicht erlaubt. Aber wohin darf ich denn jetzt fahren? Wenn keine Pfeile auf der Fahrbahn vorhanden sind, dann greift Paragraph 9, Abbiegen. Wer nach rechts abbiegen will, hat sein Fahrzeug möglichst weit rechts. Wer nach links abbiegen will, bis zur Mitte, auf Fahrbahnen für eine Richtung möglichst weit links einzuordnen. Und zwar rechtzeitig. Ordnet man sich nicht rechtzeitig ein, muss man einen Umweg in Kauf nehmen. Wenn man jetzt hier rechts eingeordnet ist, darf man auf keinen Fall links abbiegen, denn dann hätte man sich links einordnen müssen. Also biege ich hier rechts ab und suche mir eine Möglichkeit zum Wenden. Eventuell kann man sogar auf dem rechten Fahrstreifen geradeaus weiterfahren. Es kommt darauf an. Es gibt nämlich noch mehr Zeichen, die die Richtung vorgeben. Zum Beispiel die vorgeschriebene Fahrtrichtung. In diesem Fall nur geradeaus. Ich darf hier nicht abbiegen. Dieses Zeichen gilt hier für diese Straße links. Ich darf hier nicht links abbiegen oder rechts abbiegen. Es steht immer direkt vor der Kreuzung oder Einmündung und gilt für die Straße nach dem Schild. Vor dem Schild dürfte man noch abbiegen. Es kann so an den Kreuzungen angeordnet sein. Auf dem rechten Fahrstreifen darf ich geradeaus fahren und links abbiegen. Auf dem linken Fahrstreifen darf ich nur nach links abbiegen. Oder so. Auf dem rechten Fahrstreifen darf ich nur geradeaus fahren und auf dem linken Fahrstreifen darf ich geradeaus fahren und links abbiegen. Wenn ihr die Anweisung vom Prüfer bekommt, biegen Sie bitte die nächste Möglichkeit rechts ab. Dann achtet auch auf diese Verkehrszeichen. Denn hier darfst du an der nächsten Kreuzung oder Einmündung nur geradeaus fahren. Hier kannst du nicht abbiegen. Also weiterfahren. Und die nächste Möglichkeit abwarten. Und an den Vorwegweisern können wir erkennen, wie viele Fahrstreifen abbiegen oder wohin sie führen. 2 Fahrstreifen biegen nach links ab. Und auf dem rechten Fahrstreifen kann man auch geradeaus fahren. Das schauen wir uns jetzt an. Laut dem Vorwegweiser kann ich hier auf dem Fahrstreifen links abbiegen oder geradeaus fahren. Und der linke Fahrstreifen geht sowieso nur nach links. Achtet an großen Kreuzungen auf die Ampeln, je nachdem, wo ihr euch eingeordnet habt.
Guck mal, hier ganz links ist eine Ampel für den Bus, daneben eine für den Linksabbieger. Die hängt auch oben drüber über seinen Fahrstreifen. Über unseren Fahrstreifen ist kein Pfeil, wir fahren geradeaus. Zusätzlich ist rechts noch die Ampel für Geradeausfahrer und daneben dran noch für den Rechtsabbieger. Und achte immer darauf, auf welchem Fahrstreifen du dich eingeordnet hast, da musst du auch bleiben. Wenn du links eingeordnet bist, musst du auch links rauskommen. Und wenn du rechts eingeordnet bist, musst du auf dem rechten Fahrstreifen rauskommen. Du darfst nicht den Fahrstreifen unachtsam wechseln. Das ist verboten. Das könnte zum Unfall führen. Und in der Prüfung zum Nichtbestehen. Wenn du in so einem Fall doch den Fahrstreifen wechseln musst, musst du das auch richtig absichern, bevor du darüber fährst. Die Richtungspfeile sind ja da, damit wir uns rechtzeitig einordnen können. Ich möchte jetzt links abbiegen und die nächste Straße wieder links abbiegen, dann ordne ich mich links ein. An diesem Schild kannst du dich an großen Kreuzungen orientieren. Der Pfeil zeigt dir, wo du da reinfahren musst. Das ist ganz praktisch. Achte immer drauf. Wir biegen mal hier an der Kreuzung links ab und sind links eingeordnet. Jetzt gibt es hier keine Leitlinie, trotzdem muss ich ganz links bleiben, denn rechts neben mir fährt auch ein Fahrzeug. Und das sind ja trotzdem noch zwei Fahrstreifen. Wenn die Fahrbahn so breit ist, dass zwei Autos nebeneinander fahren können, sind es ja zwei Fahrstreifen. Wenn du links abbiegen willst und bist rechts eingeordnet, dann musst du einen großen Bogen fahren und auf dem rechten Fahrstreifen rauskommen. In diesem Fall hilft dir der Bordstein zur Orientierung. Den kann man ganz gut erkennen. Die Fahrbahnmarkierungen kann man manchmal etwas schlecht erkennen. Auf sehr große Kreuzungen gibt es meistens deutliche Fahrbahnmarkierungen. Denen kannst du folgen, so wie hier in diesem Beispiel. Hier kommt jetzt eine gefährliche Stelle. Mal hier ist nur ein Fahrstreifen und rechts ist ein Busfahrstreifen. Da denkt man, alles gut, ich will links abbiegen, aber da vorne endet der Busfahrstreifen. Und es sind zwei Fahrstreifen, die nach links gehen. Und wenn da rechts jetzt noch ein Auto steht und du kannst den Richtungspfeil auf dem Boden nicht sehen, dann ist es übel. Deswegen, wenn du links eingeordnet bist, bleib ganz links. Ganz besonders, wenn du dir nicht sicher bist, ob ein Fahrstreifen oder zwei Fahrstreifen abbiegen. Ich orientiere mich hier wieder an dem Pfeil und komme links raus. Wenn zwei Fahrstreifen auf drei Fahrstreifen abbiegen und du bist links eingeordnet, dann bleib am besten ganz links. Und wenn du rechts eingeordnet bist, dann fahr einen großen Bogen und komm rechts raus. Lass den mittleren Fahrstreifen frei, um eine Kollision zu vermeiden. Denn es kann passieren, dass andere Autofahrer beim Abbiegen in den mittleren Fahrstreifen reinfahren. Wenn nur ein Fahrstreifen abbiegt, dann haben wir die freie Fahrstreifenwahl. Wir biegen jetzt hier links ab. Das heißt, wir können links oder aber auch rechts rauskommen. Du hast die Wahl. Aber Achtung, Linksabbieger müssen Gegenverkehr durchlassen. Die zwei haben Vorrang. Und dann können wir es abbiegen.
Wenn wir rechts abbiegen, gilt das Gleiche. Ein Fahrstreifen zum Rechtsabbiegen, dann habe ich die freie Fahrstreifenwahl. Ich kann dann auch links rauskommen, wenn ich zum Beispiel die nächste Straße links abbiegen möchte. Bloß nicht mit dem Rechtsabbieger zur gleichen Zeit abbiegen. Das könnte in die Hose gehen. Wenn es zum Unfall kommt, dann ist der Linksabbieger voll schuld, denn der muss ja den Gegenverkehr durchlassen und dann darf er erst fahren. Wenn du dir mal nicht sicher bist, ist da jetzt ein Fahrstreifen oder zwei Fahrstreifen, die nach links gehen, dann komm da raus, wo du dich eingeordnet hast. Du bist links eingeordnet, dann bleib auch links, dann kann nichts passieren. So, wir biegen jetzt hier mal links ab. Wir haben einen Fahrstreifen, der nach links geht und einen Pfeil in der Ampel. Also können wir sorglos abbiegen und haben die freie Fahrstreifenwahl. Ich komme mal in der Mitte raus. Es sind nämlich 3 Fahrstreifen, mittlerweile jetzt schon 4. Schauen wir uns mal den Vorwegweiser an. Da haben wir 2 Linksabbieger-Fahrstreifen, 3 Fahrstreifen, die geradeaus gehen und einer, der nach rechts geht. Ich möchte hier links abbiegen und dann die nächste gleich wieder links abbiegen. Also ordne ich mich ganz links ein. Da sieht man schon, dass dieser Fahrstreifen sich teilt in 2. Wir bleiben links eingeordnet und kommen auch wieder ganz links raus. Nun haben wir wieder 2 Fahrstreifen, die nach links gehen. Wir sind links eingeordnet, also kommen wir wieder links raus. Hier ist ein bisschen viel los auf der Straße. So, geschafft. Da kommt jetzt eine besondere Stelle. Wir haben jetzt 3 Fahrstreifen, die nach links gehen und wir sind rechts eingeordnet. Ich muss hier über den Radweg drüber fahren, damit ich hier auf den rechten Fahrstreifen lande, der dann wieder nach rechts abbiegt. Wenn man sich nicht so gut auskennt, dann kann sowas schon mal irreführen. Da gibt es einige Autofahrer hier, die einfach rüberziehen und in den mittleren Fahrstreifen wechseln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wir haken hier auf unserer Liste ab. Das mehrspurige Abbiegen und das einspurige Abbiegen. Du weißt Bescheid. Na dann, bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.